Wir sind gerade in der wunderschönen Küstenstadt Da Nang und zeigen euch heute, was man hier so Leckeres essen kann. Von Streetfood bis hin zu lokalen Klassikern ist alles dabei. Seid auf jeden Fall gespannt, denn das Video wird richtig lecker. Zum Start des Tages haben wir uns für eine Bun Bo Hue Suppe entschieden. Bun Bo Hue ist nichts anderes als eine Nudelsuppe mit Reisnudeln, Rindfleisch, Kräutern, einer Brühe und manchmal auch noch einer Schweinehaxe. Dieses Gericht hat uns 60.000 gekostet. In einer Suppe sind zum Beispiel Rindfleischstücken und Fleischbällchen drin. Ihr könnt aber die Nudelsuppe auch zum Beispiel nur mit Rindfleisch oder nur mit Fleischbällchen bestellen. Im Gegensatz zur Pho-Suppe sind die Nudeln bei der Bun Bo Hue Suppe wesentlich runder und dicker und Brühe ist auch viel würziger und komplexer. International ist Pho-Suppe viel bekannter und viel beliebter, aber in Vietnam schwören tatsächlich viele sogar auf die Bun Bo Hue Suppe. Als erstes habe ich einen großen Löffel von der Brühe probiert. Die ist wirklich viel, viel kräftiger als die Pho-Brühe. Und ich habe noch keine Limette reingemacht und es schmeckt trotzdem sehr, sehr gut. Anschließend habe ich einen Löffel probiert, wo von allen Zutaten etwas drauf liegt. Ich muss sagen, das Rindfleisch ist wirklich sehr, sehr zart, sehr lecker. Die Brühe ist schon wesentlich würziger, kann ich auf jeden Fall zustimmen. Ich finde, das ist eine sehr gute Alternative zu Pho, falls man mal was anderes probieren möchte. Ich würde dem Ganzen auf jeden Fall eine 8,5 von 10 geben. Wir sind gerade bei dem Laden Ong Phu Dat und hier gibt es klassisch vietnamesisches Bánh Mì mit Heo Quai. Bánh Mì ist einfach ein vietnamesisches Sandwich. Es besteht einmal aus einem klassischen Baguette, gegrillten Schweinebauch und verschiedenem Gemüse. Meistens ist da sowas wie eingelegte Gurken und Karotten drin. Manchmal gibt es auch noch eine Leberpastete dazu. Bei unserem Fall jetzt nicht. Unser Bánh Mì hat nur 25.000 gekostet und dazu gibt es sogar noch eine kostenlose Wasserflasche dazu. Und das Besondere hier dran ist, dass das Schweinefleisch in solchen Tontöpfen gebacken wird. Dieser Laden spezialisiert sich tatsächlich auch nur auf Schweinefleisch. Also es gibt nichts anderes außer Schweinefleisch oder Brot oder Schweinefleisch mit Brot. Wenn Bánh Mì gut ist, wird es sehr knusprig sein. Schauen wir mal, ob es knusprig ist. Okay, schaut euch das mal an. Das sieht richtig gut aus. Das Bánh Mì ist ein bisschen trocken. Es kann sein, dass ich gerade eine Stelle getroffen habe, wo wenig Soße ist. Aber insgesamt das Brot ist richtig gut und das Schweinefleisch auch sehr, sehr lecker. Ich glaube, ich würde dem Ganzen eine 7,5 von 10 geben. Gerade hier bei Donald Chung und dieser Laden ist besonders berühmt für Schweinefleisch. Unter anderem verkaufen die Nudeln mit Schweinebauch. Das ist gegrilltes Schweinebauch. Das haben wir für 45.000 Dong bestellt. Es gibt aber auch noch Schweinebauch nur gekocht. Da haben wir uns diese Variante geholt, die man so selber einwickeln kann, die Sommerrollen. Das hat uns 80.000 Dong gekostet. Und dann haben wir uns noch eine frisch gepresste Wassermelone bestellt für 22.000 Dong. Das Gemüse kann man sich selber an der Salatbar holen und so viel wie man möchte. Neben Schweinebauch verkaufen die hier unter anderem aber auch zum Beispiel Rindfleisch. Ich zeige euch mal, wie das Ganze funktioniert. Und zwar nimmt man sich zuerst so ein großes Reispapier, legt dann dieses kleinere Reispapier hier drauf und dann kann man das eigentlich nach Belieben belegen. Ich fange immer gerne mit dem Gemüse an. Nehme ich mir ein Salatblatt, dann lege ich mir gerne ein bisschen Koriander drauf, frische Mango,
und Gurken. Es gibt dann auch sowas wie Sojasprossen noch oder Minze, können die wie gesagt nach Belieben belegen. Und zum Schluss lege ich mir noch das Schweinefleisch drauf. Und dann wird es ganz einfach nur eingerollt. Hier gibt es übrigens auch noch eine Soße dazu, zum Dippen. Und dann nehme ich einfach meine Rolle und gebe die in die Soße rein. Sehr gut und es ist so ein interaktives Essen, da man selber die Sachen rollt und alles selber reinlegen kann, so viel wie man möchte und was man möchte. Auf jeden Fall sehr lecker, kann ich euch nur empfehlen. Ich würde den Ganzen eine 8 von 10 geben. So, jetzt probiere ich mal die Nudeln. Schaut euch mal an, wie knusprig diese Haut einfach ist. Schmeckt auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Das gegrillte Schweinebauch ist auf jeden Fall viel, viel knuspriger. Sül zum Beispiel mag das gegrillte Schweinebauch mehr. Ich persönlich mag das gekochte mehr, aber das ist einfach Geschmackssache. Aber ich würde sagen, wenn ihr hier seid, solltet ihr auf jeden Fall die Variation bestellen, wo man das selber rollen kann. Das mit den Nudeln ist natürlich auch nice, aber das kann man eigentlich auch woanders überall essen. Ich bin gerade bei Game Burger One. Dieser Laden verkauft Avocado-Eiscreme. Klingt ein bisschen crazy, ist es vielleicht auch, aber auf jeden Fall sehr berühmt hier. Das sind 3 Schichten, eine Avocado-Schicht, eine Eiscremeschicht und ganz oben sind noch Kokosflocken drin. Der Laden befindet sich in einem Markt, wo die auch andere Sachen verkaufen, wie Klamotten, anderes Essen, frisches Fleisch. Der Laden hier ist auf jeden Fall sehr berühmt bei Einheimischen und das Ganze kostet auch nur 20.000 vietnamesische Dong. Neben Avocado-Eiscreme verkaufen die übrigens auch noch sowas wie Erdbeereiscreme, Kokosnuss-Eiscreme oder auch Schokoladeneiscreme. Es gibt schon viel Auswahl, aber wirklich die Avocado-Eiscreme ist die beliebteste hier. Mal einmal mixen hier. Man muss auf jeden Fall sehr schnell essen, weil zum einen ist es hier sehr heiß und ich merke schon, das Eis schmilzt langsam. Ich probiere mal einen Löffel. Schmeckt irgendwie sehr interessant. Schmeckt gar nicht nach Avocado. Und diese Flocken oben drauf macht das Eis so nochmal so ein bisschen crunchy, was auf jeden Fall sehr cool ist. So als Snack auf jeden Fall sehr geil. Und es schmeckt sogar sehr gesund, um ehrlich zu sein. Wahrscheinlich durch die Avocado. Ich finde, es schmeckt gar nicht irgendwie nach normalen Eiscreme, sondern einfach so nach Kalkpudding. Sehr geil. Müsst ihr auf jeden Fall probieren. Und für 20.000 Dong macht ihr nichts falsch. Bei dem heißen Wetter hat das Eis umso besser geschmeckt. Ich würde dem Eis geschmacklich eine 9 von 10 geben. Ich sehe gerade, dass der Laden hier einfach schon seit 1990 existiert und die sogar noch einen zweiten Standort haben. Also wenn ihr in Da Nang seid und was gegen die heiße Sonne tun wollt, probiert unbedingt Avocado-Eiscreme aus. Schmeckt richtig gut. Wir sind gerade bei Bengkep Ari und hier gibt es eine Art vietnamesische Pizza. Das ist einfach Reispapier und obendrauf ist ein Wachtelei, Röstzwiebeln und Lauchzwiebeln. Zudem haben wir uns auch noch einen Teller mit dem Fleisch bestellt, nur dass es eingerollt ist. Jeweils hat ein Teller 21.000 Dong gekostet nur. Ich probiere jetzt mal ein Stück von der Pizza.
Ich denke, man konnte es hören, es ist richtig knusprig. Und dadurch, dass da noch Ei drauf ist, ist das Ganze nicht so trocken, sondern richtig gut gemischt. Also schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Und für 21.000 macht ihr auf jeden Fall nichts falsch. Ich probiere mal die gerollte Variation noch. Sieht ein bisschen aus wie Frühlingsrollen. Bei der gerollten Variation ist das Ei durch, wie ein Spiegelei kann man das sich vorstellen oder ein Omelett. Mir persönlich gefällt die Dreiecksform mehr, da das alles nicht so trocken ist. Hier ist es ein bisschen trockener, aber erinnert wirklich sehr, sehr stark an Frühlingsrollen. Ich würde dem Ganzen wahrscheinlich eine 8 von 10 geben. Zum Schluss haben wir uns überlegt, in ein nicht-vietnamesisches Restaurant zu gehen. Und zwar sind wir jetzt gerade in Yen Yakiniku. Und dieser Laden hat tatsächlich sogar 3 Standorte. Verkaufen hier japanische Küche, hauptsächlich Hotpot, Sushi und auch Grill. Man kann hier à la carte bestellen oder wie wir es gemacht haben, ein All-You-Can-Eat-Buffet bestellen. Die haben 4 verschiedene Buffets. Wir haben uns für das zweitgünstigste entschieden. Das war 349.000 Dong. Und man kann einfach so viel bestellen, wie man möchte, von Grill, also Fleischsachen, Hotpot-Sachen, Sushi, Sashimi, dann ganz normale Vorspeisen wie Karake, Edamame und auch Salat. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, wie es schmecken wird. Schauen wir mit dem Wichtigsten an, und zwar ist es das Lachs-Sashimi. Ich bin wirklich im Paradies. Ich kann mir einfach so viel Lachs-Sashimi bestellen, wie ich nur will. Das ist so geil. Schmeckt wirklich sehr gut. Sehr, sehr frisch. Neben Lachs-Sashimi gibt es natürlich auch Sushi-Rollen und Nigiris. Da habe ich mich durch alle Sorten durchprobiert. Hier haben wir noch Avocado mit Salmon und Käse oben drauf. Eine Inside-Out-Rolle mit Rind, auch sehr stark. Hier habe ich ein Nigiri mit Käse oben drauf. Während wir unser Sushi gegessen haben, haben die Mitarbeiter schon mal für uns den Grill angemacht und wir konnten den Grill dann auch direkt nutzen. Wir haben gerade hier frisch gegrilltes Rindfleisch. Wirklich sehr, sehr saftig. Geil. Einfach lecker. Kann nichts anderes sagen, außer lecker. Insgesamt würde ich dem Laden eine 9,5 von 10 geben. Es hat uns hier wirklich sehr gut gefallen und die Vielfalt alleine an Sushi und Grill war sehr groß. Am Ende kamen wir nicht mal dazu, noch Hotpot zu bestellen, weil das alleine schon so viel war. Auf jeden Fall ist der Laden sehr zu empfehlen. Schmeckt wirklich so gut. Wenn ihr in Da Nang seid und was anderes als vietnamesische Küche probieren wollt, kann ich euch auf jeden Fall diesen Laden empfehlen. Top, wirklich, schmeckt so lecker. Wir haben jetzt aufgegessen und ich bin wirklich mega satt. Also es war so viel einfach. Aber falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns sehr über ein Like und ein Abo freuen. Und falls ihr noch mehr von Da Nang sehen wollt, könnt ihr gerne unser Video zu den schönsten Orten von Da Nang anschauen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.